Nach 10 Jahren ist es soweit. Danke Isagi, du hast es geschafft. Das glorreiche Finale von Bastard München und PXG. 3:2, Bastard München gewinnt das Spiel. Rin fällt auf die Knie und blickt auf den wahren Helden Japans. Isagi Yoichi, derjenige, der es geschafft hat, die Genies zu besiegen. Die Geburt des Helden Isagi Yoichi, Japans Hero, der einzige Spieler, der Japan verändern kann, hat das Spiel entschieden, gemeinsam mit Ness, der durch sein Erwachen eine neue Technik entwickelte. Und damit begrüße ich euch zum letzten Kapitel der Neo Egos League Blue Lock Chapter 293. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und schreibt einen Kommentar, was jetzt kommen könnte. Vielleicht ein Freundschaftsspiel gegen Real oder direkt die Weltmeisterschaft. Ich bin auf jeden Fall gehypt, daher euer Salty, wir starten direkt rein. Der Ball fliegt hoch und wir sehen ein Puzzle, auf dem das Wort Glück steht. Rin und der ganze Rest schauen gespannt auf den Ball, der langsam nach unten fällt, doch sie wissen nicht, zu wem er geht. Es ist Ness. Kaiser richtet seinen Blick auf ihn und fragt sich: Ness? Ness erkennt sein Glück. Während Isagi bereits vollkommen im Flow ist, kämpft Ness mit sich selbst. Er fragt sich, was soll er tun? Soll er den Ball zu Kaiser passen? Doch diesmal entscheidet er sich anders. Ness spürt die Magie, die nach ihm ruft. Währenddessen beobachtet Kaiser ihn genau und denkt sich: Ey Ness, pass mir den Ball. Aber diesmal ignoriert Ness ihn und sagt zu sich selbst: Ich will eine neue Magie bringen. Der Ball berührt den Boden und Ness nimmt ihn an. In diesem Moment erwacht er. Er blickt auf das Spielfeld und spricht: Für dieses Spiel habe ich meine Pässe immer an Kaiser angepasst, aber mein Kaiser kann sich nicht verändern. Das ist meine erste Rebellion gegen ihn. Es ist Zeit für einen neuen Kaiser. Ness setzt sich in Bewegung, mit voller Entschlossenheit sprintet er nach vorne, er fühlt sich stärker denn je, sein Passspiel erreicht auch ein neues Level. Während er sich auf seinen nächsten Schritt konzentriert, spricht er: Wenn du der beste Spieler der Welt bist, dann nimm diesen Ball an. Der Pass geht über die gesamte Abwehr, der beste Pass der gesamten Neo Egos League wurde von Ness gespielt. Kaiser schleicht sich über die Abwehr, Ness blickt dann zu Kaiser, wirkt erleichtert und denkt sich: Wenn du da bist, könnte es vielleicht klappen. Doch nein, die Person, die sich an die Abwehr herangeschlichen hat, ist nicht Kaiser, sondern der beste Spieler der Welt, Isagi Yoichi. Ness ist geschockt, der zu Isagi schaut, der in einem der heftigsten Panels überhaupt losstürmt. Er war sich sicher gewesen, dass Kaiser derjenige war, der sich unbemerkt vorgearbeitet hatte, doch in Wahrheit war es Isagi, der neue Kaiser von Ness. Ich habe es euch vorher gesagt, Ness und Isagi werden zusammen Magie erschaffen. Aber es geht noch weiter. Niemand hätte gedacht, dass Ness den Ball zu Isagi passt, doch Hiyori erklärte selbst: Das ganze Feld, mich eingeschlossen, konnte es nicht vorhersehen. Die plötzliche Mutation und das Erwachen des Genies namens Ness. Nur ein talentierter Lerner, der an Gleichheit glaubte und sich anpasste, indem er stärker als alle anderen rannte. Und diese Person war Isagi. Yukimiya schaut zu Isagi und sagt, er hat seine Gefühle ausgeschaltet und bis zum Ende seine Seele für den Sieg verkauft. Nicht nur er, auch Kunigami erkennt es und sagt: Was eine egoistische Maschine. Und schließlich Rin sieht Isagi und fragt sich: Isagi entwickelt sich immer noch? Währenddessen wendet sich Kaiser Ness zu und rastet völlig aus. So wütend haben wir ihn noch nie gesehen. Man würde meinen, er würde mich Angesicht zu Angesicht anschreien, also Kaiser ist vollkommen außer sich. Rin schaut Isagi hinterher und spricht seine letzten Worte an ihn. Der neue Isagi kann geboren werden. Rin erkennt Isagis wahre Technik, andere dazu zu zwingen, ihr Ego zu enthüllen und es für seine eigenen Ziele zu nutzen. Was für ein nutzbares Charisma, das waren Rins Worte. Rin fällt zu Boden und schaut Isagi hinterher, der mit voller Geschwindigkeit Richtung Tor rennt. In einem epischen Doppelspreed, Isagi feuert seinen wohl heftigsten Tugan-Volley-Schuss ab. Der Neo-Egoist, der sowohl Hoffnung als auch Verzweiflung kontrolliert. Noah, Loki, alle sind geschockt. Alle Augen sind auf den Torwart gerichtet, der verzweifelt versucht, den Ball zu halten. Es ist Blue Locks Demon King. Isagi Yoichi trifft und beendet das Spiel. 3:2 für Bastard München. Bastard München ist somit ungeschlagener Sieger der Neo Egos League.
In einem dramatischen Finale erzielt Isagi das entscheidende Tor gegen Frankreich. Der Demon King, der alles verschlungen hat, brüllt zum ersten Mal. Eines der coolsten Jubels von Isagi bisher. Der Weg von Isagi Yoichi zum weltbesten Spieler beginnt jetzt. Die U20-WM steht uns bevor. Schreibt gerne eure Theorien, eure Meinungen und gerne lasst ein Like, Abo da, das supportet halt immer. Und sagt auch gerne eure Meinung zu der Neo Egos League, was wohl passieren wird, sei es Nagis Comeback, etc. Euer Salty. Wir hören uns um 13 Uhr bin ich live. Das heißt, bis dann.